CD304 Philips mit dem schönen Röhrendisplay. Jetzt ist es hier aber ziemlich dunkel. Man sieht das auf dem Bildschirm nicht so gut. Das ist also tatsächlich dunkler, als es auf dem Bildschirm wirkt. So, das versuche ich jetzt mal wieder etwas zu reanimieren, indem ich die Heizspannung, die Heizspule in dem Display einfach mal versuche frei zu brennen mit einer Gleichspannung. Ich baue das mal auseinander, um an das Display zu gelangen. So, das Display ist also entfernt, demontiert. Die Kabel sind abgezogen. Das ist auch wichtig, dass man die Kabel abzieht. So, jetzt muss ich das hier noch aus der Frontblende rausschrauben, das Display. So, haben wir alle Schräubchen. Da ist noch eins unter den Kabeln. So. So, die Heizspannung, die liegt eigentlich, also fast immer oder häufig an den äußeren Pinnen an. Also hier und hier. Da lege ich jetzt eine Gleichspannung an. Wenn ich da jetzt eine zu hohe Spannung anlege, brennt mir also dieser Heizdraht durch sehr schnell. Also hier besteht also ein ziemlich hohes Zerstörungsrisiko. Sieht man die Spannung hier? Jetzt ich fange mal bei 6 Volt an. Mache jetzt diese Klipse hier an den äußeren Pinnen fest.
Jetzt sieht man, bei 8 Volt fängt das leicht an zu glühen hier vorne. Ich mache mal das Licht aus, vielleicht sieht man das dann etwas besser. Dass man die Spannung im Hintergrund auch sieht. Na, das war nichts. So, bei 8 Volt fängt das hier also an, so zu glühen. So, das reicht jetzt noch nicht aus. Ich drehe das jetzt auf bis 15 Volt und das aber nur für ein paar Sekunden, also maximal 10 Sekunden. Und dann erstmal wieder abkühlen lassen. Da mache ich 3 Zyklen. Also ich drehe das dreimal bis 15 Volt hoch und hoffe dann, dass es sich wieder frei brennt und im Nachhinein das Display also deutlich heller ist. So. ...15 Volt, jetzt sieht man es ganz klar. So, ein paar Sekunden einfach anlassen. Und wieder runter. Ja, man merkt auch, das ist so lauwarm, das Glas. Innen ist es natürlich dann ein bisschen höher, die Temperatur. So, dann gebe ich dem jetzt auch ein paar Sekunden einfach mal zum Abkühlen. Und dann noch den zweiten Zyklus, 15 Volt. Ja, das waren jetzt so knapp 10 Sekunden. Nochmal abkühlen lassen. So, da muss man sich langsam rantasten an, was da möglich ist. Sonst ist das also sehr schnell durchgebrannt. Das ist jetzt so meine Erfahrung, dass das wirklich das Maximum ist. 15 Volt. Also ich habe es noch nicht durchgebrannt, das Display. Sagen wir es mal so, ich traue mich nicht mehr. Weil das ist ja jetzt schon gut orange glühend. So, also mehr traue ich mich nicht. Und dann so ein paar Sekunden. 10 Sekunden. Und dann wieder abkühlen lassen erstmal. So, das waren jetzt 3 Zyklen. Ich schließe es einfach mal an und guck mal, ob das was gebracht hat. Dafür baue ich es jetzt nicht ein. Das können wir so testen. Den da wieder ins Netzteil klipsen. So, beim Probieren natürlich aufpassen, dass hier keine Kontakte an das Gehäuse kommen und den Kurzschluss fabrizieren. Dann schalte ich das mal ein. Oh ja! Das ist also deutlich heller. Gut, jetzt ist natürlich auch diese Tönung nicht davor. Das nimmt ja auch schon mal ein bisschen. Aber man sieht, dass das also was gebracht hat. Also die Heizspule
Heizspule, Heizwendel oder wie man das nennen möchte, diese Fäden, die hier so horizontal durchlaufen, die sind jetzt ein bisschen freigebrannt.